Ich habe ein massiv schweres PC-Gehäuse aus Beton gebaut. Mit ein paar kleinen Extras, die unverhältnismäßig aufwendig waren. Angefangen hat alles mit einer Skizze. Und weil ich mir sowieso demnächst 3D-Model-Skills beibringen wollte, habe ich die Skizze einfach gleich in 3D gemacht und konnte mir dann diesen Bauplan rauslassen. Hier das Laufwerk, die Lüfter, die üblichen Anschlüsse und oben ein Loch für das kleine Extra. Die ganzen Maße habe ich sorgfältig von einem echten Gehäuse in die Software übertragen und dann einfach gehofft, dass ich nirgends verkackt habe und am Ende alles nochmal machen muss, falls irgendwas nicht genau passt. Okay, das Model war fertig. Als nächstes musste also eine Gussform her, in welche man den Beton dann später reinkippen kann. Wie beim Kuchenbacken halt. Zufällig hatten wir noch eine Betoplanplatte auf dem Dachboden liegen. Das ist eine beschichtete Holzplatte extra für solche Betonschalungen. Wobei dieser Bauplan nicht so hilfreich war wie gedacht, weil wir ja umdenken und das Negativ zum eigentlichen Gehäuse bauen mussten. Zum Beispiel die offene Seite hier ist ja später dann die geschlossene Seite, weil ja da, wo jetzt offen ist, später überall der Beton hinkommt. Wir haben uns da auch ein paar Mal vertan, aber zum Glück haben wir es doch rechtzeitig bemerkt. Also mein Dad hat mir geholfen, weil allein hätte ich 5-mal von neu anfangen müssen oder so. Als Platzhalter für die runden Löcher hatten wir die grandiose Idee, einfach Baumstämme zu nehmen, was sich später noch als Fehler rausstellen wird. Und für die eckigen Löcher haben wir uns solche kleinen Holzklötzchen gebastelt. Nach ein paar Stunden Arbeit war die Schalung fertig. Das heißt, es wird jetzt Zeit für den Beton. Natürlich habe ich Kosten und Mühen gescheut und den gammeligen Betonmischer von meinem Opa ausgeliehen. Die Betonmaschine habe ich 1966 für 150 Mark gekauft. Um Beton zu mischen, nimmt man in der Regel auf 4 Schaufeln Sand, eine Schaufel Zement und etwas Wasser. Beton, 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 Beton. Ich bin ein Fan davon. Beton, Beton. Durch das Stochern haben wir den Beton in alle möglichen Ecken verteilt. Überall, wo es ging, haben wir diese Drahtgitterteile verarbeitet, damit später die 5 cm dünnen Betonwände stabiler sind. Beton, 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 Beton. Ich bin ein Fan davon. 2 Tage später. Die Oberseite sah gut aus, nur noch ein bisschen feucht halt. Die Vorder- und die Rückseite hatten aber jeweils einen kleinen Riss. Wir haben aber weder die innere Schalung noch die Klötzchen für die Löcher rausbekommen. Und oh boy, da ging die Party erst richtig los. Die ganzen Risse, die eben entstanden sind, haben wir dann mit Mörtel kaschiert. Eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, die Hardware einzubauen, aber ich bin morgen auf eine 6-Personen-LAN-Party eingeladen. Also, das wäre schon saugeil, mit einem Betongehäuse auf der LAN-Party zu flexen. Aber das wiegt einfach viel zu viel, das Teil. Hey Leute, sorry, dass ich so spät bin, aber ich muss noch auf die Spedition warten. Die transportieren gerade mein Gehäuse her. Ja, sehr gut, weiter. Ja, und mit meinem aktuellen PC kann ich da ja auch nicht hingehen. Also ich meine, ich würde es liebend gern machen, aber das Teil hier zum Beispiel ist eine Holzstütze, wenn die wegbricht. Ich weiß nicht, das ist alles halt nicht so portabel. Sagen wir es so. Deswegen werde ich das Verpackungsmaterial vom Papp-PC als Übergangsgehäuse verwenden. Ich habe die Folie nicht abgezogen. Ist das schlimm? Es geht! Da ist alles bereit für die LAN-Party. Mats, der Pisser, beansprucht mit seinen beiden Bildschirmen einfach 1/3 des gesamten Platzes. Da drüben sollen noch 5 Leute hinpassen. 2 Stunden später. Okay, es ist zwar eng, aber 5 Leute passen her. Zum Glück hat einer einen Laptop. Das ist eine fette LAN-Party und wir rocken die Maus. Richtig cool, nach 3 Jahren ausnahmsweise mal wieder ein normales PC-Gehäuse gehabt zu haben. Aber naja, das Business muss ja weitergehen. Also habe ich erstmal meinen Eltern befohlen, den Betonklotz zu schleppen, weil ich muss ja filmen, falls sie ihn fallen lassen, ne? Am Ende, wenn alles fertig ist, werde ich das Teil übrigens auch noch wiegen, also keine Sorge. Ich bin so gespannt, wie viel das wiegt. Beim letzten Gehäuse hieß es ja... Oh, ist ja langweilig mit so einem Mainboard-Schlitten. Ich hätte gedacht, es kommt direkt irgendwie an die Tastatur ran. Deswegen wird der Schlitten diesmal nur genutzt, um die
Deshalb wird der Schlitten diesmal nur genutzt, um die Bohrlöcher anzuzeichnen. Für mein ATX Mainboard haben wir 9 Löcher gebohrt. In die haben wir dann 5 cm lange Gewindestangen reingedübelt. Und solche Abstandhalter drüber gestülpt. Das Mainboard hat gerade so noch draufgepasst, auf Spannung. Und jetzt konnten wir das Mainboard einfach mit Muttern befestigen. Der Schacht fürs Laufwerk hat auch fast perfekt gepasst, also habe ich alles richtig ausgemessen. Einmal hat der Bohrer sogar angefangen zu glühen. Ich glaube, weil wir zufällig genau das Drahtgitter im Beton erwischt hatten. Als Halter für die Grafikkarte haben wir diesen Blechwinkel von dem alten PC-Gehäuse festgedübelt. Die Kraka hält jetzt richtig gut. Also vor allem im Gegensatz zu vorher. Das Teil hier zum Beispiel ist eine Holzstütze. Zum Glück hat diesmal der Deckel trotz fettem CPU-Kühler gepasst. Dann haben wir mit doppelseitigem Klebeband und Silikon noch solche Rollfüße unten dran gepappt. Und anschließend das Teil Stufe für Stufe in den Keller geschleppt. Das konnte ich leider nicht filmen, weil der Lauch musste tragen helfen. Ich habe vergessen, die Kamera auszuschalten, deswegen kann man hier sehen, wie krass ich erschöpft war vom PC tragen. Aber wie schwer ist der PC denn jetzt eigentlich? Das können wir erst klären, wenn ich alles eingebaut habe. Ich habe Klettverschluss angebracht, damit das Teil auch zu bleibt und nicht immer von alleine aufgeht. Und mein Kumpel Marc hatte diese Lüfter für mich übrig. Scheiße, aber wie schalte ich das Teil jetzt ein? Ich habe keinen Einschaltknopf hier. Da kommt jetzt das kleine Extra zum Einsatz, das ich am Anfang erwähnt hatte. Natürlich hätte ich auch wieder dieses lame Ding hier vom Wertstoffhof nehmen können, aber ich dachte, ich mache noch einen drauf. Und habe mir für 30 € einen echten roten Buzzer gekauft, der ein bisschen mehr können soll, als nur den PC einzuschalten. Einen Microcontroller mit diesem ganzen Zubehör zugelegt und diesen Lautsprecher aus meinem Klassenzimmer geklaut. Das ist doch, was ihr Kids cool findet auf TikTok, oder? Oder? Auf jeden Fall habe ich ewig gebraucht, den Buzzer zum Laufen zu bringen. Nachdem ich jetzt ewig mit dem Code und diesem Kack hier rumgebastelt habe, ist mir aufgefallen, dass es eine viel einfache Möglichkeit gibt, mit nur diesem einen SD-Kartenmodul ohne Arduino. Das heißt, ich habe die ganze Scheiße umsonst gekauft. Ich habe dann also ein altes USB-Kabel gekappt für den Strom und habe mit Hilfe des Livestream-Chats meine Drahtkonstruktion zusammengelötet. Oh, ich habe keinen Bock auf Löten. Ist das richtig so? Danach habe ich ewig gebraucht, die viel zu langen Kabel alle in diesen kleinen Buzzer zu stopfen und ihn so zuzuschrauben, dass er auch funktioniert danach. Den ausgebauten Lautsprecher habe ich mit einer Geschenkschleife am Laufwerk aufgehängt. All die ganze Arbeit nur... um einen Soundeffekt zu haben, wenn ich den Bunker-PC einschalte. Wenn das mal nicht ein Like wert ist. Okay, jetzt ist es aber Zeit zum Wiegen. ...67 Kilo? Warte mal. Ich bin einfach leichter als mein fucking PC-Gehäuse. Sponsoren auf Patreon konnten dieses Video schon eine Woche vorher sehen. Wenn du mehr von meinen crazy PC-Gehäusen willst, hier ist die Playlist. Im nächsten Video werde ich ein paar Kommentare beantworten, also wenn ihr irgendwelche Fragen zum Beton-PC habt.